Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich begrüße euch ganz herzlich zurück bei The Blackwell Convergence, dem dritten Teil der Blackwell Saga und, wenn ich mich nicht irre und nicht verzählt habe, dem bisher längsten Teil der Blackwell Serie, denn wir sind offiziell in der 9. Folge, wenn ich mich nicht verzählt habe und damit, yay, schon mal eine Folge weiter als bei allen anderen Teilen. In der letzten Folge haben wir ein bisschen researched, sind ein bisschen weiteren Spuren der Meltzer Foundation nachgegangen und haben herausgefunden, dass die eigentlich immer nur dann erfolgreich ist, wenn Leute sterben. Und jetzt gehen wir mal an den Computer. Wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, wie der Kindername oder der Spitzname der beiden Brüder war. Und jetzt müssen wir uns wieder mal einhacken. Und darum mussten wir uns nämlich diese E-Mail auch merken. Und zwar nehmen wir Charles M. Und als Passwort benutzen wir nämlich jetzt mal Scooter. Charles doesn't get a lot of emails, it seems. There's just a bunch of names in his inbox. Frank Lyons, John Goldwater, Claude Erden. Joey, look at this. It's like a hit list of everyone who was killed by the Countess. So Charlie was writing about each of the victims. I knew there was something fishy about that place. Come on, let's go back there and talk to him. What on earth do we say? Think of something, kid. History is repeating itself, and I don't... What was that? It looks like his inbox is being updated. Flashy. Shocking! My name. That's my name. That son of a... Mess with us, Willie. He just marked me. I'm next. Look, don't worry. She might not come right away. We have time to plan. Oder auch nicht. You killed Claude. And the others. I did not kill. I healed them. Can it? We've heard this song before. Just back away, real slow-like. I only want to help. I think we've had about enough of your help, lady. Back off, kid. I'm ready this time. I have to help her. Just let me help her. Oh, yeah? Help yourself to this. Okay, Joey, are you all right? Just peachy. Get out of here, will ya? Da wegrennen, Hilfe! Und wir gehen hier hin. Where is she? She isn't far. I can sense her. You think I'm telling you? Where? Well, I know for sure she's not through that door behind you. Okay, das hat funktioniert. Wohin jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Come on! Stupid elevator. Must be stuck a few floors down. Okay, das hat nicht geholfen. Wie war das denn nochmal? Ne, verdammt, das hab ich jetzt schon. Rosa. Auntie did it 30 years ago, so can you. Guck hier, da, das Bild bewegt sich. Oh. I wish you were here, Auntie. I really do. That's far enough, sister. Joey, leave it. Leave it like hell. Hier, nimm das Bild. Hey, look at this. Who? That's... I wanted to help her. And look where it got you. You think anyone appreciates your help? No. No! Holy shit. Okay, scheinbar kann ich einen kurzen Moment... Nein, kann ich nicht. Verdammt. How did we end up here? I have brought you here. You are safe now. I have saved you. Saved me? What do you mean, saved me? What did you do? Joey, did she kill me? Am I dead? I don't know. Lady, I suggest you start talking. There is nothing to say. You are safe now, both of you. My dear, you carry on so. Wie ist sie schon wieder? It's you. I've been looking for you for so long. Why did you leave me?
My poor host. You cast me out. You broke our bond. It's too late to repair it. What? No, why would I do that? Your mind is so broken that you do not remember. My, you are a mess. You don't even know your own name. Countess, indeed. Regardless, it is time for this to end. End? Is there an end? For you, there can be, if you let me. I trust you, Madeline. I always will trust you. Rosangela Blackwell, Joseph Malone, it is a pleasure to finally meet you. I'm sorry it had to be under such unpleasant circumstances. Unpleasant is right. Who are you? My name is Madeline, and a long time ago, I was this poor soul's spirit guide. She corrupted our bond, and I'm afraid the damage to both of us was quite severe. Can you help us? Can you help us end this cycle of death? Okay. Ich habe eine Sekunde Zeit. Also, ihr habt gesehen, was passiert ist. Wir haben uns in die E-Mail von Charles Meltzer eingehackt und festgestellt, dass alle Leute, die gestorben sind, in seiner E-Mail-Liste stehen. Das heißt, augenscheinlich hat er ungefähr dasselbe Problem in Anführungsstrichen gehabt wie Joseph Mitchell. Wann immer er einen Namen in seine E-Mail-Box schrieb, da ging dann die Countess hin und hat den umgebracht, weil sie die sich daran gehangen hat. Dann tauchte auf einmal unser eigener Name dort auf. Dann ist die Countess aufgetaucht, wollte uns umbringen. Joey hat mit ihr gefightet. Wir sind so ein bisschen hin und her gerannt. Und als wir ihr dann das Bild unserer Tante gezeigt haben, ist sie völlig verrückt geworden und hat uns in diesen Raum gebracht, wo wir normalerweise die Geister befreien. Da ist dann Madeleine, das ist sie hier, aufgetaucht und hat gesagt, Mensch, hier, ich war mal ihr Spirit Guide. Also sie war quasi, Madeleine war quasi als die Countess noch lebte, das, was sie hat sozusagen die Rolle übernommen, die Joey für uns übernimmt. Also sie ist die Verbindung zur Spirit World. Und sie möchte, dass das jetzt alles endet. Und jetzt sind wir so weit, dass sie uns fragt, ob wir ihr helfen. So, wer ist denn sie? Who are you? As I said, my name is Madeline, and a long time ago, I was a spirit guide to the woman you know as the Countess. We were bonded, much like you and your guide are, but much has changed, and time is short. Will you help us? Okay. Sie waren früher mal verbunden, weil sie halt Medium und Spirit Guide waren, aber es hat sich seitdem sehr viel verändert. Okay, du siehst sehr ähnlich, du siehst sehr so aus, als würde ich dich kennen. I know you. I have been trying to reach you in your dreams. At long last, I am able to manifest myself here, but time is short. Will you help us? Ah ja, sie hat versucht, mich in ihren Träumen, mich in meinen Träumen zu erreichen, aber hilf uns. Wir machen das mal. Yes, I'll help you. I don't have much choice. She's killed me. Killed you? No. She left you quite unharmed. But regardless, there is no time to waste. Come with me. Now just relax. Hey, what's the big idea? All right, you. Talk. Where are they? The pattern. They're going to fix the pattern. Talk sense, will ya? The source. Cut off the source and the pattern will revert. Why do I bother? Great. Trapped on another plane of existence with the Countess of Crazyville. They better know what they're doing. Joey ist nicht sehr begeistert, dass wir abgehauen sind. Oh. Hey, what happened? How did you do that? This is where the link originates. Link? The bond between your Countess and her hosts. Part of her is trapped here. You must remove it. Aha. Und ja, hier entsteht immer wieder diese Fehlverbindung zwischen der Countess und ihren Opfern. Und wir sollen das jetzt lösen und hier quasi irgendwie einen Teil der Countess befreien. Dann gehen wir mal rein. For the upteenth time, I have no money for your fund. Show some pity. At least lend us a cigarette. Ahem. I believe we got company. Ah. Miss, could you perhaps spare a few dollars for the Joe Gould Fund? Sehr geil. Ah, okay, Joe Gould und hey, Joseph Mitchell, Mensch. Ja, reden wir mal mit den beiden. Hello. Hello, my name is Joseph Ferdinand Gould. I am graduate of Harvard Magna Cum Difficultate and chairman of the board of Wheel and Woe Incorporated. In exchange for a drink, I'll recite a poem, deliver a lecture, argue a point, or take off my shoes and imitate a seagull. I prefer gin, but beer will do. I've been hearing a lot about you lately.
My reputation precedes me. Sehr, sehr geil. Also, er sagt, ich bin ein ehemaliger Harvard-Student. Wenn du mir einen Drink ausgibst, dann zitiere ich ein Gedicht, lese dir eine Geschichte vor, halte eine Vorlesung oder ich ziehe meine Schuhe aus und imitiere eine Seemöwe. Was auch immer du möchtest, ich bevorzuge Gin über Bier. Sehr geil. Okay, du hängst im Minetta. I saw your portrait in the Minetta. The Minetta. Yes, I'm quite famous there, you know. I gathered. It's all thanks to Mitchell, of course. The Joe Gould Fund filled its coffers nicely when he wrote his article. Ja, und er sagt, der Joe Gould Fund hat sehr zugenommen, nachdem er hier über ihn geschrieben hat. Ja, okay. Warum bist du hier? What are you doing here? I don't quite know myself. We've all got to be someplace. As I understand it, I was mentally linked to my old friend, the Countess. I wish I'd known. It explains everything that my work was trying to prove. Ja, und er weiß nicht, warum er hier ist, aber er scheint irgendwie mental verbunden mit seiner alten Freundin, der Countess, zu sein und das scheint seine Arbeit zu beweisen. Aha, was für eine Arbeit denn? Your work. I have had many callings. I studied the seagulls of the world and learned their language. I spent months measuring the heads of 1,000 Chippewa Indians. But before I died, I was putting to paper the most important literary work known to man, the oral history of our time. It was a compilation of the conversations of the city, overheard in bars, subways, street corners, and diners. Put together and studied properly, it would have revolutionized everything. Aha, okay. Und er hat einfach kurz bevor er gestorben ist, seine finale Arbeit geschrieben. Die mündliche Erzählung der Geschichte der Zeit, so ungefähr. Und das ist alles Mögliche, was er irgendwo auf der Straße aufgeschnappt hat, wenn man das mal so zusammenfasst. Aber wenn man das in der richtigen Reihenfolge zusammensetzt und gelesen hätte, dann hätte das alles verändert. Alles verändert? How would it have revolutionized everything? We were all connected, every single one of us. But how? Think of the ramifications if we found out. It sounds like quite an undertaking. It was my life's work. Und er sagt, naja, wir sind irgendwie alle miteinander verbunden. Und wenn wir nur herausfinden könnten, wie wir alle miteinander verbunden sind, dann wäre das sehr faszinierend. Okay, was weiß er denn über die Countess? How did you know the Countess? We met in a diner like this one. We'd often spend a week or two walking along the docks to discuss seagulls. She had many interesting theories on seagull linguistics. Then, one day, she disappeared. But a link had already formed between us. It's everything my oral history was trying to prove, that we are all linked. Okay, und er kennt die Countess, weil er sie irgendwann mal kennengelernt hat und sie haben sich dann immer über Möwen unterhalten. Na dann. Wir fangen mal wieder oben an. The Countess is killing people. Murder? No. No, I refuse to believe that. She couldn't hurt a fly. Okay, er glaubt nicht, dass sie Leute umbringen kann. Wie heißt denn die überhaupt? Why is she called the Countess? That's what she chooses to call herself. Far be it for me to tell her otherwise. The name doesn't seem strange to you? When you lived a life like mine, you take people at face value. Who cares about names? I once knew another fellow without a name. Called himself the Deacon. Okay, er sagt, naja, warum muss sie denn den Namen haben? Und wenn er so ein Leben hatte wie er, dann lernt man Leute zu schätzen, auch ohne ihre Namen zu kennen. Und er kannte nochmal irgendjemanden, der keinen Namen hatte, der nannte sich der Deacon. Und jetzt müssten natürlich eure Ohren wieder klingeln, denn den Deacon, den kennen wir ja noch. The Deacon? You knew the Deacon? Oh yes, he was this gloomy career drunk. One summer night while sitting in a doorway of the Bowery, he caught the scent of sulfur. He looked up and saw the devil himself standing over him. Since that night he believed he lost his soul. Not the most charitable drinking companion, if I may say so. No, he wouldn't be. You knew him? Sort of. Fancy that. Ja, und er kann die Geschichte vom Deacon tatsächlich erzählen, der vom Teufel gejagt wurde und der daran verzweifelt ist, dass der Teufel hinter ihm her war. Das ist einfach krass, wie gut diese Spiele ineinander übergreifen und wie diese Geschichte ineinander übergreift. Das ist der Hammer. Was kannst du uns über Mitchell erzählen? What's your connection to Joseph Mitchell? Ah, Mitchell, my benefactor. He made me quite famous, you know. But my goodwill only extends so far. Why's that? A cigarette. He has them. He won't give me one. It's demeaning to have to beg for one measly cigarette. Ja, und Mitchell will ihm keine Zigaretten abgeben. Obwohl, also er schätzt Mitchell, weil er sein Wohltäter war, aber er will ihm keine Zigaretten geben und da endet dann seine Gutmütigkeit. Ja. You want a cigarette?
Yes, I want a cigarette. It's a disgrace that I should have to beg for one. Ah ja, und er findet es erschreckend, dass er darum betteln muss. Okay, und dann erzählst du noch was über deine Oral History. I'd like to read the oral history. And I'd like you to, but I'm afraid it belongs to the ages now. There was also the problem of it never existing in the first place. Of course it existed, only not on paper. It was over 3 million words, 3 times the size of the Holy Bible. The work transcended mere parchment and ink. What about those essays you published in the Dial? A passing fancy, nothing more. You wrote essays? For the now-defunct Dial magazine. I still have the originals. Do you want to see? Ah ja, und angeblich gibt es diese Oral History of Time, die er schreiben wollte, nicht wirklich. Das hat Mitchell so eingeworfen. Er hätte die wohl nie aufgeschrieben, sagte er, aber sie hat natürlich existiert und wäre 3-mal so groß wie die Bibel, bla bla bla. Aber er hat vor einiger Zeit Essays für ein altes Magazin geschrieben. Die wollen wir uns natürlich angucken. I'd like to see that essay. Here you go. It appears to be an essay about insanity, but the handwriting is so awful I can barely make it out. Just as well. I don't have time to read all this stuff. Ah ja, und es ist es scheint irgendwie um, ja, geistig gestörte Leute zu gehen, aber das kann sie kaum lesen, weil die Handschrift ganz furchtbar ist. Aber Paperclip. I don't think he'll miss this. Flupp. This handwriting makes my eyes water, but I think it's an essay about insanity. I don't think it's important. Okay. Ich versuche mal den Anfang. Okay, nee, ich tue mich am ersten Wort schon schwer. I am it, immunity. I admit. Is a topic of a peculiar interest to me. Despite my theory that people with strong willpower and a sense of humor never go off their nuts. Ah, okay, also so wirklich gut lesbar ist es tatsächlich nicht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was das erste Wort heißt. Ist ein Thema von bestimmtem Interesse für mich. Obwohl, entgegengesetzt meiner Theorie, dass Leute mit einem starken Willen und einem guten Sinn für Humor niemals verrückt werden, habe ich Informationen aus der ersten Hand, die das bestätigen. Es gab Zeiten, als die schwarze Stimmung auf mir lag. Ja, okay, sie sagt, das ist nicht wichtig, ich werde es jetzt nicht komplett übersetzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es ja, wenn ihr es wirklich euch so sehr interessiert, könnt ihr hier ja das Video kurz pausieren und euch das dann angucken. Bis ich das durch habe, das dauert zu lange. Always glad to share. Okay, und er ist dankbar, dass er teilen darf. Na toll, und wir haben Paperclip, yay. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, viel passiert diese Folge, viel Action gehabt. Und dieses Blackwell wird das längste Blackwell aller bisherigen Blackwells, deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sag ciao, ciao.